Moin Leute, willkommen zurück im Wunderland. Es tut uns leid, dass diese Folge mit einer Woche Verspätung kommt, aber unser Kameramann, der ist schwer seekrank geworden von den Dreharbeiten beim letzten Mal. Heute können wir endlich weitermachen. Ich habe Gerrit letztens im Flur getroffen und ihn gefragt, ob es nicht schön wäre, wenn wir mal ein Segelschiff fahren hätten. Er war dafür, das habe ich natürlich gleich als Arbeitsauftrag aufgenommen und werde jetzt mit euch zusammen einmal gucken, ob wir nicht ein schönes Segelschiff da oben schwimmen lassen können. Moin Leute, willkommen zurück im Wunderland und willkommen zurück bei meinem kleinen Sorgenkind, dem Segelschiff. Mittlerweile ist es getrocknet und ich habe mir so Gedanken gemacht, ist es das wert, noch so viel Arbeit in das Modell reinzustecken, um zu gucken, ob man es wirklich zum Schwimmen bringen kann? Natürlich ist es das wert. Außerdem mag man doch Herausforderungen. Es wäre doch langweilig, wenn es zu einfach ist. Deshalb werden wir jetzt mal schauen, wo die Probleme bei der ganzen Sache sind und wie wir deren Herr werden können. Die Probleme, die wir haben, sind natürlich, dass das Schiff oben zu viel Gewicht hat und unten zu wenig. Oben könnte man natürlich relativ einfach für weniger Gewicht sorgen, indem man die Segel austauscht. Die Segel möchte ich aber sehr gerne behalten. Sie sind sehr stabil, dadurch auch sehr schwer. Wenn es ein Standmodell wäre oder ich das Modell privat nutzen könnte, dann könnte ich die auch einfach gegen Papier oder gegen Stoff austauschen. Aber hier wird das Ganze ja oben im Skandinavienbecken täglich gefahren und da ist es mir schon lieb, wenn das Ganze ein bisschen stabiler ist. Außerdem haben die Segel einfach eine sehr schöne Form. Man sieht die unterschiedlichen Streifen hier drin. Das wird beim Anmalen schön aussehen. Deshalb sollen die Segel gerne so bleiben, wie sie sind. Also müssen wir irgendwie unten viel mehr Gewicht ranmachen, damit das Pendeln von oben ausgeglichen wird. Ich habe mir das Schiff mal angeguckt und man sieht ganz klar, das ist einfach ein Standmodell. Das ist rein psychologisch ist falsch, Physik. Rein physikalisch. Rein physikalisch, das ist es. Beim genauen Betrachten fällt schon auf, dass das hier ein reines Standmodell ist und rein physikalisch gar nicht möglich ist, das zum vernünftigen Schwimmen zu bringen. Ich habe hier ein Bild gefunden von einem Walfänger von 1800 irgendwas und da kann man genau sehen, wie wir das Problem lösen können. Wir brauchen einfach viel mehr Verdrängung durch den Rumpfteil, der unter Wasser ist. Dadurch können wir viel mehr Gewicht reinladen und das Schiff wird stabiler sein. Um ein so großes Gegengewicht unten zu erzeugen, dass das Schiff senkrecht stehen bleibt, haben ein paar von euch in den Kommentaren die Idee gebracht eines Festkiels mit einer Kielbombe unten dran. Wenn wir das Ganze unten am Schiff anbringen, brauchen wir relativ wenig Gewicht und bekommen sehr viel Stabilität. Das kleine Problem daran ist die Beckentiefe oben in Skandinavien. Das wird an vielen Stellen nicht mehr reichen. Da wird der Kiel unten auf den Boden aufschlagen und glaubt mir, eine reale Elbvertiefung ist einfacher umzusetzen, als den Modellis da drüben beizubringen, dass sie für mich bitte das Skandinavienbecken etwas tiefer machen. Ich könnte auch einen langen Kiel unten ran machen, aber ich versuche ja, dass das Ganze möglichst nach irgendwas Originalen aussieht. Deshalb werde ich mich jetzt an dem Walfangschiff orientieren. Es ist die arbeitsaufwendigste Variante, die ich jetzt mache, aber ich werde den Rumpf auftrennen und erhöhen, dass ich unten einfach ganz entspannt 1 Kilo Gewicht reinpacken kann, inklusive Technik. Dann muss es schon mit einem stinkwütenden Neptun zugehen, wenn es dann noch umkippt. Der Rumpf ist in 2 Hälften geteilt. Jetzt ist nur noch die Frage, wie groß muss der Abstand zwischen den beiden Hälften sein. Aber das ist eine einfache Rechnung. Das ist ja schnell gemacht. Tschüss, schon Feierabend. Ciao, schon Feierabend. Ich hab's. 4 Zentimeter.
Aufbauen werden wir den neuen 4 cm Rumpfteil aus 2 mm Kunststoff. Dafür gehen wir jetzt einmal in den Maschinenraum, um den zurechtzuschneiden. Das sind meine zurechtgeschnittenen Kunststoffteile. Das hier werden die Spanten. Das hier werden die Planken. Und dann habe ich mir noch 4 cm breite Stücke gemacht, einfach als Abstandshalter, damit ich das zurechtkleben kann. Die Spanten passen hier jetzt aufgrund der Rumpfbiegung natürlich nicht ideal rein, beziehungsweise haben hier zu wenig Klebefläche, deshalb muss ich sie im unteren Teil einmal umbiegen. Das geht bei dem Kunststoff recht einfach, indem man den erhitzt. Wenn ich sehe, dass die scharfen Kanten ein bisschen ihre Schärfe verlieren, dann weiß ich, dass das Ganze warm genug ist. Beim Randrücken verbrennt man sich dann ein bisschen die Finger. So sollte das Ganze sich schön an den Rumpf anschmiegen. Die Spanten sind jetzt alle dran und es ist schön stabil. Jetzt kommen die Planken darüber. Das Problem ist, die Planken sind gerade. Der Rumpf ist einmal so schief und einmal so schief. Wir werden jetzt einfach in der Mitte die mal rankleben, dann erhitzen und gucken, ob wir sie dann daran schmiegen können, dass das auch wieder sich schön an die Spanten anpasst. Da verformt er sich von sich aus schon gut. Die Spanten sind dran, die Planken sind dran. Sie sind weder gerade, schön noch wasserdicht geworden. Ist mir aber egal. Da kommt nämlich jetzt 2 Komponenten Epoxykleber zwischen. Und dann schmirgel ich das noch so ein bisschen glatt und hoffe, dass es dann nicht mehr so krumm und schief aussieht wie jetzt. Und wasserdicht ist. Danke, Stefan. Ich bin soweit. Rundrum Planken dran, rundrum zugeklebt, sollte wasserdicht sein. Die Kanonenluken habe ich noch dicht gemacht und hier und da ein bisschen Deko rangehauen. Der große Augenblick steht bevor. Wir füllen jetzt das Blei rein, gehen dann hoch zum Wasserbecken und gucken, ob unser Standmodell diesmal das Schwimmen gelernt hat. Dann setzen wir jetzt den Deckel drauf und Jungfernfahrt Nummer 2 steht kurz bevor.
Der große Augenblick ist gekommen. Ist der Rumpf dicht? Hat er genug Auftrieb? Habe ich genug Gewicht reingetan? Stimmt meine Berechnung? Jetzt werden wir es rausfinden. Ich lass los. Was, Svenno? Das ist jetzt Cheaten, ne? Wir haben gesagt, eine Havarie gilt es um jeden Fall zu vermeiden und es schwimmt. Bis zur nächsten Folge. Na gut. Das war doch erfolgreich. Ich würde sagen, wir gehen in die Werkstatt, bauen die Elektronik ein. Und außerdem muss ich allen Kommentaren, die gesagt haben, dass man ein Standmodell nicht zum Schwimmen bringen kann, noch einen kleinen Kommentar unter ihre Kommentare schreiben. Hier habe ich einmal einen Probeaufbau von der Technik, die in das Schiff reinkommt. Ich halte es relativ schlicht. Die Fernbedienung funkt an den Empfänger. Dann haben wir 2 Motorsteuerungen da dran und dann hier diese kleinen Motoren. Davon nehme ich 2. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass eine Schraube hinten an das Schiff rankommt, weil es ja ein Segelschiff ist und dann wäre es für die Gäste zu auffällig, wenn da eine kleine Schraube hinten dran brummen würde. Daher habe ich mich dafür entschieden, Querstrahlruder zu nehmen. Die setzen wir eigentlich in den Schiffen vorne ein, damit die Spitze von links nach rechts bewegt werden kann und den Schiffefahrern das Einparken leichter fährt. Ich habe mir überlegt, ich baue die längs ein. Ja, also Leo sagt, das wäre keine gute Idee, weil die qualitativ zu schlecht sind. Und Harry, eine Koryphäe des Schiffsmodellbaus, hat mir auch davon abgeraten und gesagt, das wird nicht funktionieren. Naja, da ich hier diese ganzen Arbeiten ja mache, ohne von jeglicher Sachkenntnis getrübt zu sein, dachte ich mir, ist das doch die beste Voraussetzung, das doch mal auszuprobieren. Das sind die Teile von unseren Querstrahlrudern. Hier hat man einmal das Gehäuse für die Schraube, steckt man diese Verlängerung ran und damit kommt man dann von links und rechts durch den Rumpf. Da wir aber durch den Rumpf ja von vorne nach hinten wollen, brauchen wir noch viele weitere Teile, um das zu verlängern. Dafür sind sie tatsächlich nicht gedacht. Deshalb muss ich jetzt einmal hier Löcher reinbohren auf 11 mm, damit wir sie zusammenstecken können. Unsere verlängerten Querstrahlruderröhrchen sind jetzt fertig. Jetzt kommen einmal 4 Löcher in den Rumpf und dann setzen wir sie ein. Die Querstrahlruder sind zu Längsstrahlrudern geworden, sitzen drin. Ich klatsche jetzt die Elektronik da rein und dann machen wir die erste Probefahrt und wir gucken mal, ob unser selbstgebauter Jetantrieb funktioniert. Backbordmotor läuft, Steuerbordmotor läuft, hoch zum Becken und ab geht die Post. Die Testfahrt war ein voller Erfolg. Ich bin sehr positiv überrascht. Meine Sorge, dass die Klimaanlage das Schiff angreift und zur Seite schiebt, war unberechtigt. Das ist kein Problem. Die selbstgebaute Jetsteuerung mit den Querstrahlrudern funktioniert auch sehr gut. Man kann auf der Stelle drehen zum Beispiel auch.
Beschleunigt sehr schön langsam, lässt sich aber auch gut abbremsen, dadurch, dass die Rohre ja einmal von vorne bis nach hinten durch den Rumpf durchgehen. Die Wasserspiegelung verdeckt ein bisschen meinen gefuschten Rumpfaufbau oder die Rumpferhöhung. Deshalb, ich bin sehr glücklich mit dem, wie das Ganze läuft im Moment. Eine Frage ist jetzt natürlich, wird das Ganze lackiert wie die Black Pearl? Die gehört ja eigentlich eher in die Karibik und nicht in die Nordsee. Oder lackiere ich das Ganze so, wie ein normales Segelschiff aussieht? Schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch lieber wäre. Ich hoffe, ihr hattet bei der Folge genauso viel Spaß wie ich. Das war ein schönes Projekt und hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, als nächstes baue ich ein U-Boot oder sowas. Für euch hätte ich auch noch was. Am 6.11. sind Frederik und Gerrit in unserem Monaco-Abschnitt, machen von dort aus einen Livestream und beantworten eure Fragen zur Formel 1. Dabei sammeln sie gleichzeitig Geld für ein Herz für Kinder. Wir sehen uns beim nächsten Mal.